Hallo und herzlich willkommen und grüß euch miteinander hier bei Selbstgemacht. In dieser Folge möchte ich euch gern einen leckeren Schweinebraten zeigen, aus einem Halsgratstück ohne Knochen. Wie man diesen saftigen Schweinebraten und die leckere Soße zubereitet, erfährst du jetzt. Die Zubereitung und die Zutaten kannst du auch unten nochmal in Ruhe nachlesen. Wir beginnen mit allen Gewürzen, die ich für den Braten verwendet habe. Einen Teelöffel Salz, einen Teelöffel Pfeffer, einen Teelöffel Paprika edelsüß, einen Teelöffel Rosmarin, einen halben Teelöffel Thymian und einen halben Teelöffel Kümmel. All diese Gewürze verwende ich zum Würzen vom Fleisch und auch für die Soße. Damit unser Schweinebraten schön saftig bleibt, benötigen wir auch das richtige Fleisch. Dies ist jetzt ein Halsgratstück ohne Knochen. 1,1 Kilogramm schwer war es, vom Schwein. Dadurch, dass es marmoriert ist, bleibt es schön saftig. Mit einem Esslöffel mittelscharfen Senf wird das Fleisch jetzt komplett einmal ringsherum eingepinselt. Mit der Gewürzmischung würze ich jetzt komplett einmal das Fleisch. Ich trage es erst mit dem Löffel auf und dann mit den Händen richtig schön einmassieren. Verwendet nicht das ganze Gewürz, haltet etwas zurück zum Würzen für die Soße. In einen feuerfesten Topf erhitzen wir jetzt Pflanzenfett und etwas Butter. Dann wird das Fleisch ringsherum für ca. 1 bis 2 Minuten auf jeder Seite gut angebraten. Wenn das Fleisch von allen Seiten angebraten ist, wird es einmal aus dem Topf herausgenommen. Danach geben wir eine geschnittene Gemüsezwiebel hinein und 1 bis 2 Zehen Knoblauch. Dann gebe ich dazu 3 Karotten, 3 Frühlingszwiebel, ein Viertelstück Lauch und ca. 100 Gramm Sellerie. Hier ein kleiner Tipp, um Zeit zu sparen. Ich kaufe mir immer ein Suppengemüse, schneide alles schon mal zurecht und friere es ein. Und wenn ich es brauche, gebe ich es einfach unaufgetaut gleich in den Topf. Dann kommen die restlichen Gewürze in den Topf dazu. Jetzt kommt noch ein Esslöffel Tomatenmark dazu. Das Tomatenmark lassen wir jetzt mit dem ganzen Gemüse einmal kurz anrösten. Das gibt ein tolles Aroma und macht die Soße auch schön dunkelbraun. Jetzt gebe ich das Schweinefleisch zurück und gieße es mit 300 Milliliter Gemüsebrühe auf. Jetzt kommt der Deckel drauf und das Ganze gebe ich jetzt in den Backofen. Den Backofen heizen wir im Vorfeld schon mal auf 150 Grad Umluft auf und da darf der Braten jetzt für 2 Stunden lang schmoren. Zwischendurch begieße ich ihn immer mal wieder mit seiner Bratensoße. So bleibt der Schweinebraten wunderbar saftig. Die 2 Stunden Garzeit sind vorüber. Den Schweinebraten holen wir jetzt raus, geben ihn auf ein Brett und schneiden ihn auf. Jetzt könnt ihr sehen, wie saftig er von innen ist. Und herrlich rosa, überhaupt nicht trocken und einfach nur gut. Was wäre ein Schweinsbraten ohne leckere Soße? Das Gemüse seihen wir jetzt durch ein Sieb ab. Damit wir nichts verschwenden und nichts verloren geht, wird das Gemüse jetzt einmal richtig ausgepresst, sodass die ganze Soße in den Topf kommt.
Die Soße wird jetzt einmal abgeschmeckt und bei Bedarf nachwürzen. Die Soße dicke ich jetzt noch ein wenig an mit Reismehl. Dazu nehme ich 1 bis 2 Teelöffel Reismehl, gebe dies in eine Tasse und rühre es mit kaltem Wasser an. Die Soße wird nochmal aufgekocht und das Reis-Mehl-Wasser-Gemisch hineingegossen. Die richtige Schweinsbratensoße sollte nicht zu dick, aber auch nicht zu dünn sein. So, der Schweinebraten liegt schon auf dem Teller. Jetzt fehlt nur noch die leckere Soße darüber. Ich hoffe sehr, das Video hat euch gefallen und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachkochen. Bist du neu auf meinem Kanal, würde es mich freuen, wenn du ihn abonnierst, wenn ihr mir nett kommentiert und mir einen Like hinterlässt. Ich freue mich sehr, dass du das Video bis hierher geschaut hast. Und jetzt habe ich noch einen Tipp für eine Beilage. Leckere, selbstgemachte Bärlauchspätzle. Wie man die macht, erfährst du hier auf meinem Kanal. Dann vielen Dank, bis zum nächsten Mal hier bei Selbstgemacht. Servus!